Die Autorin liest das erste Kapitel aus ihrem Buch Karibu Nairobi. Ich war 5 Jahre alt. Es war das erste Mal, dass ich einen Mzungu sah. Mit dem Wort Mzungu bezeichnen wir in unserer Sprache Kiswahili einen weißen Europäer. In den Augen der ländlichen Bevölkerung in Kenia sind alle Wazungu unvorstellbar reich. Ihre Geldquelle versiegt niemals. Wenn sie Geld haben wollen, dann gehen sie zu einer Bank und bekommen so viel sie verlangen. Man sieht sie nie arbeiten und sie besitzen Dinge, die wir nie zuvor gesehen haben. Smartphones, Laptops, Kameras, teure Uhren. Wie die anderen ging auch ich vorsichtig zu diesem Mzungu hin, um ihn anzufassen. Er sah so ganz anders aus als die Männer hier. Seine helle Haut, das glatte blonde Haar, der feine Anzug. Aber seine Haut fühlte sich ganz normal an, so wie Haut sich immer anfühlt. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber das offensichtlich nicht. Es war meine erste Begegnung mit einem weißen Mann, damals auf dem Markt in Cheptulu. Es kamen nicht oft Europäer in diese abgelegene Gegend. Auch dieser hatte sich verfahren. Er suchte die Kaimosi-Mission. Unterhalten konnte ich mich damals nicht mit ihm. Ich sprach nur Tiriki, die Stammessprache des hiesigen Unterstammes der Luhya, und Swahili. Der Fremde mit der weißen Haut sprach nur Englisch. Er zeigte uns ein Bild der Mission und wir bedeuteten ihm mit Händen und Füßen, wie er dorthin käme. Dann fotografierte er uns. Als Dank gab er meiner Freundin Felista und mir je einen Schokoladenriegel. Es war der erste in meinem Leben. Diese unspektakuläre Begegnung muss mich damals sehr beeindruckt haben. Sonst wäre sie mir nicht so deutlich in Erinnerung geblieben. Wenn ich heute daran zurückdenke, überrascht mich vor allem, dass ich als kleines Mädchen alleine 4 Kilometer entfernt von zu Hause in Cheptulu auf dem Markt spielte. Das ist ganz schön weit für ein kleines Kind, besonders barfuß. Aber was sollte ein Kind den ganzen Tag machen, wenn die Eltern weit weg arbeiten? Und beide früh morgens aus dem Haus gehen und erst abends spät zurückgehen. Oft begrüßte ich meine Mutter an der Bushaltestelle, wenn sie aus dem Bus vom Kakamega stieg. Wir gingen dann zusammen nach Hause und sie kochte für uns. Meist war es Ugali, ein Maisbrei. Manchmal gab es dazu Sukuma Wiki, ein Gemüse, das etwa so schmeckt wie der deutsche Grünkohl. Ein riesiger Bund dieses Gemüse schrumpft beim Garen mit Zwiebeln und einer Tomate zu einer Portion. Der Name Sukuma Wiki bedeutet so viel wie vorher verlangen. Das besorgt sich auf den niedrigen Preis dieses Gemüses, das bei uns wie Unkraut aus den Boden schießt. Das hilft dabei, mit dem Haushaltsgeld besser über die Woche zu kommen. Besonderes Luxus war es, wenn wir Daga zum Ugali bekamen. Daga ist ein Kleinfisch, der in mundlosen Nächten in Victoriasee gefangen wird, um dann im Ganzen gebraten und verzehrt zu werden. Viel später, es war immer schon dunkel, kam dann auch mein Vater nach Hause. Er arbeitete damals in Kisumu. Und am nächsten Morgen mussten beide schon wieder sehr früh aus dem Haus. Mein Vater arbeitete jeden Tag. Urlaub gab es nie. Und am nächsten Morgen mussten beide schon wieder sehr früh aus dem Haus. Meine Mutter hatte immerhin am Sonntag frei. Dann gingen wir in die Kirche. Es waren beeindruckende Gottesdienste und ich ging immer gerne in die Kirche. Besonders gefiel es mir, wenn wir alle zusammen sangen. Ist es nicht seltsam, dass ich heute noch alle Lieder von damals auswendig kann? Nur, dass ich damals nicht wirklich verstand, worum es in den Liedern ging und wer dieser Herr war. Ich freute mich einfach nur daran,
dass so viele Menschen unseres Stammes hier so fröhlich beisammen waren, dass es uns damals viel besser ging als den meisten Menschen hier in Vihiga County? Erkannte ich daran, dass meine Mutter als eine der wenigen jeden Sonntag etwas für die Gemeinde spenden konnte. Wie ich heute weiß, sicherten diese kleinen Geldspenden das Überleben vieler Stammesbrüder und Schwestern, die noch weitaus weniger hatten als wir. Unser Haus war sehr einfach. Ein Zimmer war das Schlafzimmer. Hier schliefen meine Eltern und ich in einem Bett. Ob das auch der Grund war, weshalb ich keine Geschwister habe? Der zweite Raum war eine Art Wohnzimmer, aber sehr einfach eingerichtet. Gekocht wurde draußen, unter einem Vordach. Die Spüle wurde auch zum Waschen genutzt. Zähne wurden mit einem Stückchen frischen zu pressen Holzes geputzt. Zahnpasta hatten wir keine. Nebenan, in einem separaten Häuschen, war die Toilette. Natürlich hatten wir kein Toilettenpapier. Stimmt es, dass andernorts Frauen darüber diskutieren, dass man von vorne nach hinten wischen musste? Diese würden sich hier sicher nicht wohl gefühlt haben. An der Rückseite des Hauses, nur mit einer Plane versehen, war unsere Dusche. Wir hatten weder Strauch noch einen Brunnen. Unser Trinkwasser bekamen wir durch Auffangen des Regens oder aus dem nahegelegenen Fluss. Das hört sich sehr primitiv an, doch war es schon weitaus mehr als die meisten Nachbarn hatten. Viele lebten mit mehr Personen in einem einzigen Raum. Diese Region Kenias ist sehr ländlich. Familien leben von dem Ertrag ihrer sehr kleinen Felder. Da bleibt nichts zum Verkaufen. Die wenigsten beenden die Schule. Und damit gibt es dann auch kein Entkommen aus diesem Zustand. Noch während der Primary School haben viele Mädchen den ersten Freund. Viele werden schwanger, bevor sie 16 sind und sehen sich kurz darauf vom Vater ihres Kindes verlassen, weil der in der Ferne, Nairobi oder Mombasa, hofft, Geld verdienen zu können. Alle träumen von wenigstens einem ganz kleinen bisschen Luxus. Aber am Ende sind die meisten froh, wenn sie nicht hungern müssen. 3 Tage nichts zu essen, zählt aber nicht als Hungern. Das ist hier leider ganz normal. Wenn Deutsche an Kenia, unser Land auf dem Äquator, denken, dann assoziieren sie sofort Hitze, Dürre und sengende Sonne. Tatsächlich haben wir aber in meiner Heimat, im Westen Kenias, tropisch feuchtes Klima und 5-mal so viel Regen wie Deutschland. Hinzu kommt hier in Vihiga die Höhe von 1650 Meter über dem Meer. Das beschert uns das ganze Jahr lang sehr angenehme Temperaturen. Eigentlich sind das alles ideale Voraussetzungen für ein wahres Schlaraffenland. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und Licht gibt es viel am Äquator.